Ich habe Feierabend. Ich bin also fertig mit der Arbeit für heute. Und wir, Taco und ich, machen einen Feierabendspaziergang. Komm mit! Der Feierabend. Feierabend ist der restliche Tag nach der Arbeit. Also wenn man mit der Arbeit für den Tag fertig ist und die Freizeit startet. Meine Freizeit verbringe ich gern draußen in der Natur. Am liebsten im Wald oder, guck mal, an einem Gewässer, wie zum Beispiel an einem See, der See. Abends lasse ich gern den Tag Revue passieren. Ich denke also über meinen Tag nach. Was lief gut, was lief so lala, was möchte ich morgen vielleicht besser machen? Nachdenken. Und der Gedanke, also ich denke an etwas Bestimmtes, der Gedanke. Wie verbringst du deinen Feierabend gern? Mir ist es schon kalt. Meine Finger sind kalt, meine Hände und meine Nase ist kalt. Ich muss jetzt noch fürs Abendessen einkaufen. Mal gucken, was es Leckeres im Supermarkt gibt. Kommst du mit? Super. Na dann, los geht's. Es wird dunkler, also schalte ich Tacos Licht ein. Auf geht's, wir fahren zum Supermarkt. Ich überquere den Zebrastreifen und gehe in den Supermarkt. Die Schiebetüren öffnen sich. Ich stehe in der Obst- und Gemüseabteilung. Und guck mal, hier gibt es viele verschiedene Kürbisse. Der Kürbis ist in Aktion. Der Preis ist reduziert. Die Selbstbedienungskasse. Vor mir steht eine Frau mit Einkaufswagen und ich halte den Einkaufskorb in der Hand. So, komm. Ich komme gerade vom Supermarkt. Ich bin ganz schön hungrig. Doch zuerst muss ich meinen Schal, meine Jacke, meine Stiefel ausziehen. Ich hänge die Tasche zurück. Oh, und spucke den Kaugummi aus. Guck mal. Der Kaugummi. Die Packung. Die Kaugummipackung. Ich kaue Kaugummi und ich spucke den Kaugummi aus. Es ist schon dunkel hier, also schalte ich das Licht ein. Oh, die Einkaufstasche ist schwer. Und jetzt zeige ich dir, was ich im Supermarkt eingekauft habe. Es gab viele verschiedene Kürbisse
Und das hier ist ein Muskatkürbis. Dann gab es einen Spaghetti-Kürbis. Wie die Pasta Spaghetti, so heißt dieser Kürbis Spaghetti-Kürbis. Und einen Hokkaido-Kürbis. Der Hokkaido-Kürbis. Und guck mal, ich habe hier drei verschiedene Kürbisarten. Den Muskatkürbis, Spaghetti-Kürbis und Hokkaido-Kürbis. Taco liebt Kürbis, aber dieser Kürbis ist nicht für Taco, sondern für uns. Und guck mal, links, Mitte, rechts. Ich schreibe mit der rechten Hand. Und du? Der linke Kürbis ist orange. Der orange Kürbis. Der rechte Kürbis ist grün. Der grüne Kürbis. Und der Kürbis in der Mitte ist gelb und grün. Also der gelb-grüne Kürbis. Aber ich habe nicht nur Kürbis gekauft, sondern auch Karotten. Ich habe zwei lose Karotten gekauft. Eine sehr, sehr große Süßkartoffel. Die Süßkartoffel, guck mal, das hier ist eine normale Kartoffel und das hier ist eine Süßkartoffel. Rote Zwiebel, eine Knoblauchknolle, die Knolle, der Knoblauch und ein Stück Ingwer, der Ingwer. Und rate mal, was wir heute kochen werden, was wir heute zu Abend essen. Na, hast du es erraten? Wir werden heute eine Kürbissuppe kochen. Und für den ersten Schritt brauchen wir ein Schneidebrett, ein großes Messer und einen Schäler. Mir ist es gerade zu dunkel. Ich möchte mir nicht in die Finger schneiden. Also brauche ich mehr Licht. Zuerst halbiere ich den Kürbis. So, ich habe den Kürbis halbiert. Und guck mal, das hier ist das Kürbisfleisch. Und in der Mitte siehst du die weißen Kürbiskerne. Wir rösten den Kürbis zuerst. Also schneiden wir den Kürbis in Stücke und wir entfernen die Kerne. Ich scharbe oder kratze die Kerne raus. Jetzt gebe ich den Kürbis auf das Backblech. Und guck mal, auf dem Backblech ist Backpapier. Das Backpapier. Ich heize den Backofen schon mal vorheizen. Ich entferne den Aufkleber und schneide den nächsten Kürbis auf. Und jetzt ist der letzte Kürbis an der Reihe. Weil auf diesem Blech kein Platz mehr ist, gebe ich den restlichen Kürbis auf ein zweites Backblech. Und nun sind die Karotten dran. Die Karotte oder die Möhre. Und jetzt kommt der Schäler zum Einsatz.
Ich schäle die Karotte und das hier ist die Schale, also die äußere Haut von Gemüse oder Obst, die Schale. Ich schäle die Karotte von oben nach unten, von oben nach unten. Ich schneide die Enden ab und gebe die Karotten auch aufs Backblech. Und jetzt besprühe ich den Kürbis und die Karotten mit Olivenöl. Ich würze das Gemüse mit Salz und Pfeffer. Würzen, ich gebe Gewürze darauf. Würzen. Und das hier ist eine Pfeffermühle, der Pfeffer. So, der Ofen ist vorgeheizt, also schiebe ich die 2 Backbleche in den Ofen. Und bei 180 Grad Celsius röstet der Kürbis für ungefähr 40 Minuten. Jetzt ist auch das Gröbste weggeräumt. Ich habe den Tisch und die Küche einigermaßen sauber gemacht. Also habe ich jetzt ungefähr 30 Minuten für mich. Und anstatt einfach so auf Social Media zu scrollen, nutze ich die Zeit ein bisschen produktiver. Heute mit Busuu. Ungefähr vor 4 Jahren habe ich Busuu entdeckt. Und ich freue mich, dir diese App heute zu zeigen. Busuu ist eine Sprachlern-App, die von Sprachexpertinnen entwickelt wurde. Was mir besonders gut gefällt, sind die abwechslungsreichen Lektionen. In der Regel startet man die Lektion mit Videos, wo es in erster Linie darum geht, das Video, den Inhalt zu sehen, zu hören und zu verstehen. Genauso wie Sprache im Alltag wirklich klingt. Und das Beste ist die Busuu Community. Denn dort kannst du direkt mit Muttersprachlern schreiben und sogar auch sprechen. Mit Menschen, die vielleicht auch gerade deine Muttersprache lernen. In dieser Community hilft man sich also gegenseitig, gibt Feedback und lernt so miteinander und voneinander. Also auf ganz natürliche und vor allem motivierende Art und Weise. Und gerade dieser Austausch mit Muttersprachlern, das regelmäßige Schreiben und Sprechen in der Zielsprache ist beim Sprachenlernen so wichtig. Es riecht hier in der Wohnung schon so lecker nach Kürbis. Mal gucken, ob denn der Kürbis schon fertig ist. Oh ja, das Kürbisfleisch ist schon weich, also nehme ich den Kürbis aus dem Ofen. Ich schalte den Ofen aus. Ich öffne den Ofen und nehme ein Blech aus dem Ofen. Hui, 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 hui. Und guck mal, wie schön sich das Kürbisfleisch von der Schale löst. Ich gebe das Kürbisfleisch in den Kochtopf. Ich gebe die gerösteten Karotten in den Topf und die Zwiebel.
Und dann habe ich noch die Süßkartoffel geröstet. Also die Süßkartoffel. Und jetzt kommt der Stabmixer zum Einsatz. Der Stabmixer oder der Pürierstab? Ich püriere alle Zutaten. Die Gemüsebrühe. Ich füge die Gemüsebrühe hinzu. Zusätzlich habe ich den Ingwer hier schon geschält und in kleine Stücke geschnitten. Und den gebe ich jetzt auch noch in die Suppe. Du siehst, dass die Suppe bereits kocht. Also drehe ich die Temperatur etwas herunter. Ich gebe den Deckel nun auf den Kochtopf und lasse die Suppe bei geringer Temperatur noch ein bisschen köcheln. So, die Suppe ist nahezu fertig, also fast fertig. Also decke ich den Tisch. Möchtest du Wasser? Ich salze die Suppe nach. Die Suppe benötigt noch ein bisschen mehr Salz. Nachsalzen. Und noch ein bisschen Muskatnuss. Das hier ist die ganze Nuss und diese reibe ich in die Suppe. Noch einmal abschmecken, also der Geschmack, und ich schmecke, etwas schmeckt mir gut oder etwas schmeckt mir nicht. Und abschmecken, ich probiere die Suppe. Perfekt. Also richte ich jetzt die Suppe an. Anrichten. Ich nehme 2 Schüsseln aus dem Küchenregal und das hier ist ein Schöpflöffel. Ich schöpfe die Suppe aus dem Topf und in die Schüssel. Möchtest du mehr Suppe? Und guck mal, das Kürbiskernöl. Kürbiskernöl ist eine Spezialität aus meinem Heimatbundesland, aus der Steiermark. Immer wenn ich nach Hause fahre, nach Graz in meine Heimatstadt oder Besuch kommt aus Graz, bitte ich meine Besucher, Kürbiskernöl mitzubringen. Denn das heimische Kürbiskernöl ist das Beste. Ich gebe also ein bisschen Kürbiskernöl auf die Suppe und auch noch ein paar geröstete Kürbiskerne. Und getoastetes Sauerteigbrot. Bist du hungrig? Na dann, ab an den Tisch. Das Essen ist angerichtet. Komm, setz dich. Mahlzeit, guten Appetit. Lass es dir schmecken. Die Suppe besteht nur aus wenigen Zutaten und schmeckt trotzdem fantastisch. Manchmal ist weniger einfach mehr und genau so ist das auch beim Sprachenlernen. Schon 10 konzentrierte Minuten am Tag mit einem individuellen Lernplan, der perfekt zu deinem Alltag passt und Übungen, die Spaß machen und richtig Lust aufs Lernen wecken, bringen manchmal mehr als eine lange Lerneinheit pro Woche. Wenn du Busuu testen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos machen oder auch 7 Tage lang Busuu Premium testen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.
Die Teller sind leer. Wir haben alles aufgegessen. Ich muss jetzt noch die Küche machen und deshalb verabschiede ich mich jetzt von dir. Ich hoffe, dass du in diesem Video wieder viele neue Wörter gelernt hast und vielleicht auch nicht nur Lust auf Kürbissuppe, sondern auch auf Bouzou bekommen hast. Guck dir doch gern Bouzou an. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!